Dessau, Sommer 1938. In einem Prüfstandsgebäude der Junkers Motorenwerke sitzt ein 36-jähriger Ingenieur namens August Lichte über einem Entwurf, der das Technische Amt des Reichsluftfahrtministeriums nicht interessiert. Junkers entwickelt seit Jahren Motoren für Bomber und Transporter. Der Jumo 211 ist das Arbeitstier der Luftwaffe. Zuverlässig, bewährt, in Zehntausenden von Maschinen verbaut. Das RLM ist zufrieden. Lichte ist es nicht. Er weiß, dass der 211 ein Kompromiss ist. Ein offenes Kühlsystem, das bei hohen Flughöhen die Betriebstemperatur drosselt. Eine Drehzahl, die unter ihrem Potenzial bleibt. Und er hat einen Plan, wie man das ändert, wenn das Ministerium ihn lässt. Der Motor, den Lichte im Kopf hat, heißt noch nicht Jumo 213. Aber er wird 9000 Mal gebaut werden. Er wird 686 Stundenkilometer erreichen und er wird am Ende des Krieges in einem Jäger stecken, obwohl das Reichsluftfahrtministerium ihn jahrelang für einen Bombermotor gehalten hat. Das ist die Geschichte des Junkers Jumo 213, einem Triebwerk, das als Nachfolger eines Bombers begann und zum besten deutschen Jagdmotor des Zweiten Weltkrieges wurde. Und um das zu verstehen, muss man auch verstehen, was Lichte von einem Ingenieur unterscheidet, der einfach seinen Auftrag erfüllt. Er entwickelt nicht, was ihm befohlen wird. Er entwickelt, was er für richtig hält und wartet darauf, dass die Wirklichkeit ihm Recht gibt. Doch um zu verstehen, warum dieser Motor so lange auf sich warten ließ, müssen wir zurück zu einem Problem, das die gesamte deutsche Luftfahrtindustrie beschäftigt. 1938. Die Daimler-Benz-Werke haben einen Vorsprung, den Junkers nicht ignorieren kann. Der DB 601 läuft mit einem Druckkühlsystem. Das klingt nach einem Ingenieurdetail, ist es aber nicht. Stellt euch einen Schnellkochtopf vor. Weil der Deckel geschlossen ist und der Druck im Inneren steigt, siedet das Wasser erst bei deutlich über 100 Grad. Genau das passiert im Druckkühlsystem eines Flugmotors. Der Kühlmittelkreislauf bleibt dicht, der Druck konstant und der Siedepunkt liegt bei 110 Grad. Egal auf welcher Höhe das Flugzeug fliegt. Der Jumo 211 hat das nicht. Sein Kühlsystem arbeitet bei atmosphärischem Druck. In der Höhe sinkt der Luftdruck, der Siedepunkt des Wassers fällt und der Motor muss kühler gehalten werden, was bedeutet, er kann nicht auf vollen Touren laufen. Er verliert Leistung genau dort, wo ein Jäger sie braucht, hoch und schnell. Der DB 601 mit Druckkühlung hat dieses Problem nicht. Er bringt seine Leistung konstant, egal ob auf 2000 oder auf 6000 Metern. Daimler-Benz baut Jäger, Junkers baut Bomber. Und langsam merkt das Ministerium, warum dieser Unterschied im Krieg zählt. Lichte beginnt 1938 die Arbeit. Ohne Ministeriumsauftrag. Druckkühlsystem rein, Verdichter überarbeitet, Kurbelwelle verstärkt. Die Versuche zeigen, das neue Kühlsystem kann nicht nur kleiner gebaut werden, der Motor kann auch deutlich höher drehen. Der Jumo 211 liefert in seiner besten Variante 1340 PS. Das neue Triebwerk soll 1750 PS auf die Welle bringen. Das ist kein kleiner Schritt, das ist ein Unterschied von über 400 PS. Als ob man in dieselbe Motorhaube eine völlig andere Maschine einbaut. Und der Außendurchmesser ist dabei sogar kleiner als beim Vorgänger. Das Ministerium interessiert das zunächst wenig. Der 211 soll nicht gestört werden. Junkers bekommt keine Priorität. 1940 läuft der Jumo 213a zum ersten Mal auf dem Prüfstand. 1750 PS bei 3250 Umdrehungen. Das Druckkühlsystem hält die Betriebstemperatur stabil bei bis zu 120 Grad Celsius. Der Lader schaltet automatisch zwischen Gängen je nach Höhe. Was den Motor von allem anderen unterscheidet, ist das, was Lichte gleichzeitig am Bedienungskonzept entwickelt hat. Das Einhebel-Bediengerät. Bisher muss ein Pilot im Luftkampf gleichzeitig Ladedruck, Laderumschaltung, Gemisch und Drehzahl beachten.
4 Stellgrößen, 4 Hebel, 4 Fehlerquellen, wenn die Hände zittern und eine Spitfire im Rückspiegel auftaucht. Lichte, fast alles in einem einzigen Hebel zusammen. Ein Griff und der Motor gibt das Optimum, was er kann. Das klingt nach Komfort. Es ist Überlebenstechnik. Das Reichsluftfahrtministerium erklärt den Motor 1943 zur Serienreife. Die Testphase ist dabei knapp. Die ersten Versuchsexemplare hatten lediglich 5 100-Stunden-Vollgasläufe absolviert. 5 Läufe. Das RLM braucht den Motor und es braucht ihn jetzt. Der Krieg wartet nicht auf einen gründlicheren Prüfstand. Dabei war die Entwicklung keineswegs kurz. Lichte hat seit 1938 daran gearbeitet. 5 Jahre, die in den Unterlagen der Junkers Motorenwerke gut dokumentiert sind. Verschiedene Einspritzpumpen erprobt, das Bediengerät über mehrere Versionen verfeinert, Ladergehäuse und Schaltgetriebe überarbeitet. Es ist keine Konstruktion, die in Eile entstand, nur ihre Freigabe erfolgte unter Druck. Die Produktion läuft an, aber langsam und vorsichtig, weil die 211-Linie nicht gestört werden darf. Das Ministerium hat entschieden. Kein Risiko für die laufende Fertigung. Was das bedeutet, ist eine simple Rechnung. Jeder Monat, in dem der 213 nicht in Serie ist, ist ein Monat, in dem Ju-88 und Ju-188 mit einem schwächeren Motor fliegen, als sie könnten. Erst 1944 laufen größere Stückzahlen vom Band. Manchmal 400, manchmal 500 Stück im Monat. Zu wenig für die Fronten, die alle gleichzeitig nach stärkeren Motoren verlangen. Und dann beginnen die Bombardements. Alliierte Bomber treffen die Produktionsstätten. Immer wieder. Werkshallen brennen, Linien stehen still. Was der Jumo 213 hätte leisten können, wenn er 2 Jahre früher in Masse gebaut worden wäre, bleibt eine offene Frage. Gebaut werden bis zu Kriegsende über 9000 Exemplare. Genug, um Geschichte zu schreiben. Zu wenig, um den Krieg zu drehen. September 1944. 3. Jagdgeschwader 54. Warel. Eine Einheit, die Verluste kennt und weiß, was ein schlechtes Triebwerk im falschen Moment bedeutet. Die Piloten stehen vor einer neuen Maschine. Die FW 190D-9. Rumpf und Nase länger als bei der alten Sternmotor-Variante und vorne drin ein Motor, den man bisher aus Bombern und Aufklärern kennt. Der Jumo 213A. Die Skepsis ist spürbar. Ein Bombermotor in einem Jäger? Man fürchtet träges Ansprechen, schlechte Manövrierfähigkeit, einen Motor, der für Schubkraft bei niedrigen Drehzahlen gebaut wurde, nicht für den Luftkampf auf engstem Raum. Der Jumo 211, der Vorgänger, war in der Ju-88 gut. Er war in einem Jäger nicht gedacht und der 213 ist sein Kind. Diese Skepsis ist also nicht irrational. Sie kommt aus Erfahrung. Die ersten Flüge räumen den Zweifel aus. 686 Stundenkilometer in 6600 Metern Höhe. Gipfelhöhe über 11.000 Meter. Die Dora, so nennen die Piloten die D-9, hält mit alliierten Begleitjägern mit, die bisher unangefochten über Deutschland kreisten. Lichtes Einhebel-Bediengerät funktioniert auch im Luftkampf. Kein Jonglieren mehr, Eingriff und der Motor gibt alles. Um das zu verstehen, muss man wissen, wie ein Luftkampf 1944 tatsächlich aussieht. Ein Kampf auf 6000 Metern, 600 Stundenkilometer, 5 Sekunden Schussposition und in dieser Zeit muss ein Pilot gleichzeitig zielen, ausweichen und seinen Motor nicht überlasten. Die Dora nimmt ihm einen dieser Gedanken weg. Und das reicht manchmal. Man hätte das früher wissen können. Kurt Tank, der Chefkonstrukteur bei Focke-Wulf, bezeichnete die Dora intern nur als Zwischenlösung, bis die fortschrittlichere Ta 152 einsatzbereit war. Und trotzdem, die Dora mit Jumo 213 war das Beste, was die Luftwaffe 1944 fliegen konnte. Eine Zwischenlösung, die besser war als alles, was vorher da war. Das RLM jedenfalls, das jahrelang behauptet hatte, der Jumo sei ein Bombertriebwerk, fordert jetzt die Höhenversion, den Jumo 213E. 2 Lader, 3 Gänge, Ladeluftkühler. Volldruckhöhe 9600 Meter.
Die TAR 152H, die letzte Weiterentwicklung dieser Linie, fliegt mit diesem Motor 752 Stundenkilometer. Das schnellste deutsche Propellerflugzeug des Krieges. Das Smithsonian Institution schreibt noch heute über das einzige erhaltene Exemplar: schneller und wendiger als die P-51 Mustang und die P-47 Thunderbolt. August Lichte hat seinen Motor gebaut. 6 Jahre Entwicklung gegen Widerstände aus dem Ministerium, durch Produktionsbeschränkungen, Bombenschäden, Materialknappheit. Ein Triebwerk, das als Bombermotor klassifiziert wurde und das am Ende als das Beste stand, was die deutsche Luftfahrtindustrie in dieser Klasse je gebaut hat. Von dem, was der Jumo 213 noch hätte werden können, gibt es eine Skizze. Der 213J mit 4 Ventilen pro Zylinder, rund 2700 PS Startleistung. Erste Probeläufe Dezember 1944. Alles Erwartete erfüllt. Serienreife geplant. November 1945. Dazu kam es nicht mehr. Was bleibt, sind 9000 Triebwerke und die Frage, was aus dieser Entwicklung hätte werden können. Lichte hat nach dem Krieg versucht, die Junkers-Tradition fortzuführen, Pläne für einen Kleindieselmotor entwickelt, jahrelang Rückerstattungsansprüche der Junkers-Erben vertreten. Er ist ein Mann, der an seine Sache glaubt und sie nicht loslässt. Das kennt man aus der Geschichte des Jumo 213. Was bleibt, ist ein Ingenieur, der bis zuletzt weiterentwickelt hat, was er hatte. Sorgfältig, eigensinnig und mit dem Ergebnis, dass die deutschen Piloten, die im Herbst 1944 endlich einen ebenbürtigen Motor hatten, schlicht zu spät das bekamen, womit sie hätten fliegen sollen. Das ist eine verdammt lange Wartezeit für einen der besten Kolbenmotoren des Zweiten Weltkrieges. Wenn euch die Geschichte des Jumo 213 nicht loslässt, dann schnell den Abo-Button klicken, damit ihr die nächste Doku nicht verpasst.